Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Adriana Meisser und ich freue mich, dass du hier vorbeischnupperst. Ich möchte dir gerne einen Einblick in die Channel News Nummer 56 mitgeben jetzt, wo uns Saint-Germain über eines der hermetischen Gesetze so ein bisschen mitnimmt und uns so einen Einblick gewährt über die Nutzung dieser Gesetze oder eben das entsprechende wie oben, so auch unten, so ist das jetzt unter anderem bekannt. Und er hat mit uns eine spannende Meditation gemacht und eine weitere erwähnt, die ich dir gerne jetzt hier in diesem Video verlinken werde, nämlich die Chakra-Meditation, wie du deine Energie so wieder ins Fließen bringen kannst. Und eben auch in diesen Channel News geht es genau darum, das Wollen zu wollen, also sich wirklich mehr auszurichten auf das, was du tatsächlich möchtest und da anzusetzen, wo du ansetzen kannst. Ich will jetzt aber da nicht mehr länger plaudern, einfach schön bist du da, atme doch mit uns mit und viel Vergnügen hier beim Einblick mit Saint-Germain. Danke für deine Zeit. Guten Abend und herzlich willkommen. Na, ihr Lieben, wie geht es euch? Wie geht es euch in dieser Zeit, in der im Innen und im Außen so einiges an Hitze da ist? Wie geht's euch damit? Ich möchte euch natürlich ganz herzlich begrüßen zu diesem Abend wieder einmal mehr. Meine Güte, seit über 4 Jahren treffen wir uns regelmäßig am 25. des Monats und das ist zu einer so großen Freude geworden. Ich bin so dankbar immer wieder um diesen Halt, sozusagen einmal im Monat. Es ist schön, dass du dir die Zeit nimmst, liebe Seele, auch heute wieder mit dabei zu sein. Ich freue mich. Ich freue mich unglaublich, heute mit dir einzusteigen in dieses Channeling. Die Channel News Nummer 56 sind das jetzt schon. Das ist doch schon eine ganze Weile, wo wir da viele von euch, das weiß ich, schon wirklich sehr lange von Anfang an mit dabei sind. Das ist mir eine große Freude. Und ja, ich bringe euch heute einige Sachen mit, die ich im Vorfeld gleich mal noch loswerden möchte. Gucke aber da mal noch ganz kurz in den Chat. Sagt mal, funktioniert alles heute? So wie ich aus dem Augenwinkel lesen kann, glaube ich schon. Aber gebt mir doch da mal kurz ein Däumchen hoch oder einen Kommentar, damit ich weiß, dass ich auch loslegen kann, denn ich habe euch was Tolles zu erzählen. Ja, nämlich 2 Sachen, die mir ganz fest, sagt der Schweizer, also richtig fest am Herzen liegen. Und zwar ist das im ersten, der Impulstag, am 4. September in der Schweiz in Zürich, mit der wunderbaren Tanja Konstantin und Michael Leib und Gut und ich und vielleicht auch du vor Ort können gemeinsam einen Tag gestalten. Und wenn es mir recht ist, sind sogar noch mehr mit auf der Bühne sozusagen. Habe ich da was munkeln gehört. Auf jeden Fall wird das ganz ein toller Anlass veranstaltet von der Buchhandlung im Licht. Ich möchte euch das sehr gerne ans Herz legen und wer von euch nicht mit dabei sein kann, physisch vor Ort, der hat die unglaublich tolle Möglichkeit, diesen Tag, das beginnt nämlich morgens um 10 bis abends um 6 ungefähr, da kannst du sogar online mit dabei sein. Ist das nicht cool? Ja, also ich finde das ganz cool. Also wenn du Lust hast, dort mit dabei zu sein, dann schau doch mal bei der Buchhandlung oder Seminarzentrum im Licht nach. Wir werden dann später auch noch in diesem Video dazu verlinken, damit da sicherlich, wenn du mit dabei sein möchtest, auch die Möglichkeit dazu findest. Ja, und dann zu Nummer 2, bevor wir dann ins Channeling einsteigen. Und zwar, wie ich schon erwähnt habe, bin ich seit über 4 Jahren mit diesen Channel News unterwegs. Und ja, ich brauche mal ein bisschen Pause. Habe ich so gespürt. Vielleicht kennst du das. Aber keine Sorge, das soll zu keinem Unterbruch führen. Oder wie nennt ihr das in Deutschland? Ich glaube, das sagt ihr ein bisschen anders. Was ich aber sagen möchte ist, ich bin seit über 7 Jahren mit Silke Schäfer einmal im Monat, die Sterneninterviews und dann 14 Tage später kommen die Channel News. Ja, das sind so immer, alle 14 Tage ist irgendwas. Und jetzt habe ich so tief in mir mal gespürt, ich glaube, ich brauche einfach mal
3 Wochen am Stück. Und jetzt haben wir das im Team uns natürlich was überlegt und uns ist was ganz Tolles in den Sinn gekommen, nämlich wir haben etwas vorbereitet für euch. Für den nächsten 25. August haben wir ein Video gedreht, draußen in der Natur, an einem meiner ganz persönlichen Kraftplätze. Da haben wir ein Channeling gemacht und auch ein paar Aufnahmen von der Umgebung. Ich möchte dir jetzt aber heute noch nicht verraten, wo das ist, obwohl es mir so auf der Zunge und unter den Nägeln brennt, weil ich diesen Ort so unglaublich liebe. Aber ja, das kannst du dir dann eben gerne am nächsten 25. August in den Channel News 57 angucken. Jetzt aber heute ist und bleibt es live mit dir, jetzt in diesem Augenblick. Und das ist mir ganz besonders, wie gesagt, wirklich eine große Freude. Denn das geistige Zusammenkommen ist halt schon eine ganz tolle Sache heutzutage, nicht? Ganz besonders, wenn so viel los ist in unserem Inneren. Und ich höre gerade von meinen Freundinnen und auch von der Umgebung, es ist viel mal wieder so innerlich in Aufregung geraten. Ich kenne auch ganz viel um mich herum, die sind jetzt irgendwie gestürzt, haben einen Unfall gehabt oder sich irgendwie die Füße verbrannt mit etwas. Also es liegt förmlich was in der Luft. Und ich glaube, deswegen tut uns Achtsamkeit im Augenblick ganz besonders gut. Und deswegen lade ich dich dazu ein, jetzt ganz achtsam zu atmen und zu fühlen und somit eben einzusteigen in unseren heutigen Abend. Und ich habe noch keine Ahnung, was der Saint-Germain mitbringt, aber ich bin sicher, es wird uns in unserem Inneren berühren. Also bitte, ich lade dich dazu ein, schöne Seele, atme. Vielleicht magst du dazu deine Augen schließen. Atme tief und bewusst ein und genauso bewusst auch aus. Und lächle. Und fühle, was das Lächeln und das Atmen mit dir macht. Und ich stimme mich jetzt ein auf unseren Freund und Bruder Meister Saint-Germain und wünsche dir meinerseits schon mal viel Vergnügen und sage sozusagen bis später. Ich grüße euch, ich grüße dich, du wundervolle Seele, was für ein Augenblick in diesen heißen Zeiten, mit dir ein Tête-à-Tête genießen zu dürfen. Es ist mir eine ganz besondere Freude. Ich bin Meister Graf von Saint-Germain und du im Erwachungsprozess an einem, ich bin heute mal so, an einem heißen Augenblick angelangt. An einem Moment oder in einem Moment, in welchem es wirklich darum geht, noch einmal bewusst Innenschau zu nehmen, achtsam zu sein und dir eines der wichtigen hermetischen Gesetze gut vor Augen zu führen. Wenn möglich, das zu benennende, wie oben, so unten und wie unten, so oben. Lassen wir es mal so stehen. Und ich möchte dich heute einladen, über dieses Gesetz oder diese Situation in deinem persönlichen Leben zu meditieren und einen weiteren Anteil mit hinzunehmen, nämlich das Wollen. Weißt du, geliebte Seele, jetzt ist es wichtig, die Schwingung, die Frequenz, in der du dich aufhältst, in der du bist, in der du denkst, in der du handelst, so hoch wie nur möglich zu halten. Das erleichtert im Prinzip die Hitze oder der Umgang auf Erden jetzt ganz besonders. Aber es ist wichtig, sich davon nicht lähmen zu lassen. Kann ja auch zu viel des Guten sein. Und dann wird man müde und erschöpft. Und in diesen Augenblicken würde es dir sehr gut tun, dir das Prinzip vor Augen zu halten, dass Hitze und Kälte Gradunterschiede
der ein und gleichen Sache sind. Mut und Wut und Angst und Nervosität und so weiter, das hat alles ein Gegenteil. Und dieses Gegenteil in diesem Sinne ist der Pol, das andere, doch ein und das Gleiche. Wenn du dir das regelmäßiger bewusst machst und dann das Wollen auf höherer Ebene schwingen, dir bewusst vor Augen führst, also dass du willst. Man kann ja auch erschöpft sein davon und einfach mal denken, boah, dieses ewige Hochhalten der Frequenz und so weiter, man wird auch das müde. Das nennt man eben manchmal auch spirituelles Burnout und Ähnliches. Und es ist ratsam, da anzusetzen, wo es im Prinzip am leichtesten ist, nämlich das zu fördern, was dir hilft, dass du aus eigener Kraft heraus den Weg anschlägst oder die Schritte tust, die tatsächlich zum sogenannten Erfolg der erhöhten Schwingung führen. Und eines der effizientesten Elemente diesbezüglich ist es zu wollen. Wenn aber da etwas in dir einfach störrisch ist oder du es müde bist, dann kannst du schlicht und einfach das Wollen fördern. Das Wollen. Und dir in diesen Augenblicken bewusst machen, dass Müdigkeit und Vitalität im Prinzip eben das Ein und Gleiche sind oder Gradunterschiede einer Sache. Und du über das Wollen in höherer Frequenz schwingen, dich selbst ganz leicht in diese Ebene hinein begleiten kannst. Mal einen tiefen und bewussten Atemzug und lass das einfach nochmal setzen, denn im Prinzip ist das eine sehr alte Weisheit, die du mitgebracht hast, über die du in diesem und in anderen Leben schon wahrlich des Öfteren nachgedacht, nachsinniert und sehr oft unbewusst sogar diese Elemente anwendest, die Gesetze und deren Veränderung für dich. Wenn du also das nächste Mal über irgendetwas wütend bist oder traurig bist, schwing dich hoch. Sei dir bewusst, das ist eine tiefere Schwingung und ich kann durch meinen Geist, durch mein Wollen, meine Absicht, das jetzt verändern. Zum Beispiel liegst du im Bett, bist erschöpft und findest die Welt und alles drumherum viel zu heiß. Bist müde. Also, erinnere dich, dass die Müdigkeit und die Vitalität Gradunterschiede sind. Und dass du dich jetzt ganz bewusst in den Grad, in die Schwingung der Vitalität hineinführst. Atmest und dir vielleicht eine Spirale vorstellst oder Ähnliches, die dich hochschwingt mit jedem Atemzug. Ich habe auch schon eine Chakra-Meditation mitgegeben. Sie wird vielleicht noch mit verlinkt. Wo es darum geht, von unten nach oben deine Energien zu führen, zu begleiten, zu aktivieren. Und genau so funktioniert es auch, sehr einfach formuliert, mit diesem Wandeln der jetzigen Energie, dich höher schwingen zu lassen und das bewusst zu wollen.